Welcome. Die Woche ist zu Ende The week is over. und das Wochenende hat begonnen. Hat begonnen. Yeah. Begonnen. There we go. I'm working on it. Practicing. Tonight we have an interesting subject once again. Heute geht es um ein interessantes Thema. Twitter, Trump, and Talkshows. Twitter, Trump und Talkshows. God bless America. Gott segne Amerika. We're going to find out tonight if God can indeed bless this country that I come from. Wir wollen heute Abend herausfinden, ob Gott dieses Land, aus dem ich komme, wirklich segnen kann. Many people wonder whether that's really possible today. Und heutzutage fragen sich viele Leute, ist das überhaupt möglich? And then we have again another topic tomorrow evening. Morgen Abend haben wir dann das nächste Thema. Hass und Furcht, warum verändert sich unsere Gesellschaft? And we're going to find the answer to that one tomorrow evening. How many of you have learned something new during the course of our time together already? Wie viele von euch haben schon etwas Neues gelernt während der Zeit, die wir uns hier schon getroffen haben? That's a number of hands. Das sind einige Hände. So we're going to, I expect, learn something new tonight, and tomorrow we'll learn some more pieces of the prophetic puzzle that we're putting together. Also wollen wir heute Abend auch etwas Neues lernen und auch morgen wollen wir wieder etwas Neues lernen. We want to find out what's happening in the world today and why it's happening. Wir wollen herausfinden, was heutzutage in der Welt passiert und auch warum es passiert. And God speaks specifically to many of these issues that we're seeing in the world today. Und Gott spricht ganz genau über viele dieser Probleme, die wir heute in der Welt sehen. Let's take a look at what we're going to look at then on Tuesday evening. Am Dienstagabend dann, Der vergessene Schlüssel gegen Stress. Was ist meine Zeit wert? How many of you have had some stress in your life recently? wie viele von euch waren schon mal gestresst im Leben? That's every hand in here, I think. Das ist jede Hand hier drin. God actually has a key to help you de-stress. Gott hat da einen Schlüssel, der dir hilft, dich zu entstressen. And it probably does not include the Cannstatter Volksfest, Und wahrscheinlich schließt das Cannstatter Vasen nicht mit ein. even though that may be very popular. Selbst wenn das sehr bekannt und beliebt ist. But we're going to find out what the special key is. Aber wir möchten herausfinden, was dieser besondere Schlüssel ist. And then the following evening, our topic will be Und am darauffolgenden Abend, Mittwochabend, wird unser Thema sein: Der gläserne Mensch, was ist gerecht? Does justice exist? Existiert wahre Gerechtigkeit? Does God want justice to be found? Will Gott, dass wahre Gerechtigkeit herrscht? When will we find justice? Wann werden wir diese Gerechtigkeit erleben? This particular subject is going to give us a view into the way that God works. Und genau dieses Thema wird uns einen Einblick darin geben, wie Gott arbeitet und wirkt. And when we can see how he thinks and how he works, we can make better decisions moving forward in our lives. Und wenn wir verstehen können, wie Gott denkt und wirkt, dann können auch wir bessere Entscheidungen in unserem Leben machen. We will get insight into his character. Wir kriegen einen Einblick in seinen Charakter. And that's going to increase our faith in him and his word. Und das wird unseren Glauben an ihn und auch an sein Wort verstärken. So our topic this evening then again is Twitter, Trump, and Talkshows. Unser Thema heute Abend lautet also Twitter, Trump und Talkshows. Can God really bless America? Kann Gott Amerika wirklich segnen? Let's begin this evening as we always do with prayer. Lasst uns diesen Abend wie immer mit einem Gebet beginnen. Dear Father, tonight once again we come together wanting to understand more about you and your word. Lieber Vater, heute Abend kommen wir wieder einmal zusammen, um mehr von dir und deinem Wort zu verstehen. And the specific subject that we're interested in is the current state of the affairs in the United States and its future existence. Und was uns heute besonders interessiert, ist, was sich in den USA abspielt und wie das in der Zukunft weitergehen wird. Is this simply chance what's going on, or is there something bigger going on behind the scenes? Ist das einfach nur ein Zufall von dem, was da passiert, oder spielt sich etwas Größeres ab? Please help open our eyes this evening, we ask in Jesus' name. Bitte öffne du uns die Augen heute Abend im Namen Jesu. Amen. Amen.
We often hear the phrase, God bless America. Wir hören oft diesen Satz, Gott segne Amerika. And there's no question that since America's founding many years ago, it has grown into a significant force in the world stage. Und es ist keine Frage, dass seit Amerika vor einigen Jahrhunderten gegründet wurde, dass es sehr gewachsen ist in vielen verschiedenen Bereichen. What happens in the US economy is reflected around the globe. Und was in der amerikanischen Ökonomie passiert, Wirtschaft passiert, das zeigt sich auf der ganzen Welt. The US military is one of the strongest around the world. Das Militär in den USA ist eines der stärksten Militärs. And many people consider the United States to have a strong Christian background. Und viele Leute denken auch über die USA, dass sie einen starken christlichen Hintergrund haben. And it's very common in the United States to see patriotism run very high. Und es ist auch nicht ungewöhnlich in den USA viel patriotistisches Denken zu sehen. You often hear people say, God bless America. Oft hört man Leute sagen, Gott segne Amerika. And they believe it with all their hearts. Und die glauben mit allem, von ganzem Herzen daran. But it is rather interesting to me Aber mir selbst erscheint es ganz interessant. to be from the United States and to travel abroad. Ich komme aus den USA und ich gehe ins Ausland, reise woanders hin. Because the view that Americans have of their country is not always exactly the same as the view that other people have of the United Und ich States. sehe dann, dass die Art und Weise, wie die Amerikaner sich selbst sehen, nicht genauso ist, wie andere Länder sie sehen. And as I travel, there are usually two questions that I get asked about nearly everywhere I go. Und wenn ich dann so reise, dann gibt es zwei Fragen, die fast überall, wo ich hingehe, mir gestellt werden. The first question is, what's it like to live in the United States? Die erste Frage ist, wie fühlt es sich an, in den Vereinigten Staaten zu leben? And I guess the short answer is, I like it. Und ich denke, die kurze Antwort ist, mir gefällt es, Because if I didn't, I'd go move someplace else. denn wenn es mir nicht gefallen würde, dann würde ich woanders hinziehen. There are many wonderful things about the United Es States. gibt viele schöne, tolle Sachen über die Vereinigten Staaten. But the second question I'm almost always asked as I travel Aber die zweite Frage, die mir fast immer gestellt wird, wenn ich reise, is, how in the world did you elect Donald Trump? ist, wie in aller Welt habt ihr Donald Trump gewählt? And that's an excellent question. Und das ist eine sehr gute Frage. The short answer is, Die kurze Antwort ist, we voted for him. wir haben ihn gewählt. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. But then people say, why? Aber dann sagen die Leute, warum? And that becomes a little more complicated. Und das ist dann ein bisschen komplizierter. And in all honesty, I don't know that we're ever going to know the real answer. Und ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir die echte Antwort jemals herausfinden. Because it's becoming increasingly difficult to believe what you read and hear in the news. Denn es wird immer schwerer und schwerer, all das zusammenzupflücken, was man so in den Nachrichten liest und hört. But as the world looks at the United States, there are questions that run through their mind. Wenn aber die Welt so auf die Vereinigten Staaten schaut, dann gibt es da Fragen, die ihnen in den Sinn kommt. The things that are happening in the White House today, how are they impacting the rest of the world? Die Sachen, die heutzutage im Weißen Haus passieren, welchen Einfluss haben die auf den Rest der Welt? For many years, the United States was integrally involved in things going on around the world. Viele Jahre lang waren die USA sehr involviert in all die Dinge, die so sich um die Welt herum abgespielt haben. But recently, it seems like the United States is pulling back. Aber in letzter Zeit sieht es so aus, als würden die USA sich zurückziehen. And yet, even though they're pulling back, there does still seem to be a great deal of influence. Und obwohl sie sich zurückziehen, da scheint es doch so, als ob immer noch ein großer Einfluss von den USA herkommt. So politically, there's still a lot going on between the US and other parts of the world. Also politisch ist immer noch viel, das sich zwischen den USA und anderen Ländern abspielt. But beyond politics, there's also society. Aber über die Politik hinaus gibt es noch die Gesellschaft. Many people get the idea of what's happening in the United States by watching television, American TV programs. Und viele Leute kriegen so eine Idee von dem, was sich in den USA abspielt, indem sie amerikanisch produzierte Serien und Filme anschauen. And if you look at some of the American talk shows that are coming out today, Und wenn man sich so einige der Talkshows anschaut, die in Amerika veröffentlicht sind, it should make you scratch your head a little bit. da kratzt man sich so am Kopf. Because the subjects that are being covered and the things that are being talked about
are not what we would see 5 and 10 years ago. Weil die Themen, über die gesprochen werden, nicht so sind wie die man vor 10 Jahren zum Beispiel gesehen hat. Society is changing. Die Gesellschaft verändert sich. And what happens in America, and that is reflected on the American Talkshows, Und was in den USA passiert und was dann auch in den Talkshows so rüberkommt, is having an impact on what's going on in the rest of the world. das hat einen Einfluss auf den Rest der Welt. Culture, Kulturell, music, auch die Musik, style, die Mode. all of this has a great deal to do with what we see on American television and going into the rest of the world. All das hat sehr viel damit zu tun, was wir im amerikanischen Fernsehen sehen und was dann hinaus in die Welt geht. And it doesn't take very long for things to change. Und es braucht nicht sehr lange, damit Dinge sich ändern. In fact, these days, reality can change with the simple push of a button by sending a tweet. Tatsächlich ist es heutzutage so, dass die Realität sich sehr schnell verändern kann, einfach nur, indem man einen Knopf drückt. And there are certain political leaders who love to tweet. Und es gibt so den ein oder anderen politischen Führer, der sehr gerne auf Twitter unterwegs ist. And when they tweet, everybody has to talk about it. Und wenn er eine Nachricht auf Twitter veröffentlicht, dann spricht jeder darüber. But what's really going on and why is this happening in the United States? Was passiert aber und was geht da vor sich in den Vereinigten Staaten? Is God continuing to bless America and can he bless America with all this going on? Wird Gott Amerika weiterhin segnen und kann er das überhaupt mit all dem, was so vor sich geht? Tonight we want to take a look at a biblical perspective for what's happening in the United States. Heute Abend wollen wir uns eine biblische Perspektive anschauen von dem, was in den Vereinigten Staaten vor sich geht. When we came together on our first night, we looked at a dream that Nebuchadnezzar had. Als wir hier zum ersten Mal zusammenkamen, am ersten Abend, dann haben wir einen Traum betrachtet, den Nebukadnezar, ein König, hatte. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. He wanted to know what the future of his kingdom was. Er war der König von Babylon und er wollte wissen, welche Zukunft sein Königreich hat. By way of review, let's just recap that dream very quickly. Und als kleine Wiederholung, lasst uns nochmal diesen Traum anschauen. God gave him a dream of a metal man. Gott hat ihm einen Traum von einem metallenen Bild gezeigt. So help me to remember what that dream looked like. Helft mir daran, mich zu erinnern, wie dieser Traum aussah. The head was made of what metal? Aus welchem Metall war der Kopf gebildet? That was gold. Das war Gold. The chest and arms were made of? Und die Brust und die Arme waren gemacht aus? Good. The belly and thighs were made of? Silber, genau. Und der Bauch und die Lenden waren aus welchem Metall? Very good. Genau. The legs were made of? Und die Beine bestanden aus? Iron. Aus Eisen. Excellent. Ja. And then the feet were made of two things. What were the feet made of? Und aus was bestanden die Füße? Die bestanden aus 2 verschiedenen Materialien. Iron and clay. Genau, Eisen und Ton. And they would not hold together. Und sie würden nicht aneinander haften. Then there was something else that happened. The Bible said a stone that was cut out of the mountain without hands came and struck the image on its feet. Die Bibel sagt, da ist noch etwas passiert. Ein Stein, der wurde von einem Werk losgemacht, ohne Zutun von Menschenhänden. Und er hat das Bild an seinen Füßen getroffen. And when it did, it broke the image into many pieces. Und als das geschah, da zerbrach das Bild in viele Teile. Then the stone became a great mountain and filled the whole earth. Dann wurde aus diesem Stein ein großer Berg, der die ganze Erde erfüllte. This was a powerful message from Daniel chapter 2. Das war eine sehr weitreichende Botschaft aus Daniel Kapitel 2. In this message, God lays the foundation of all the other great time prophecies in the Bible. Denn in dieser Botschaft legt Gott ein Fundament für alle anderen biblischen Prophetien, die danach folgen sollten. So if we understand it, it unlocks everything else. Wenn wir also diese eine Vorhersage verstehen, dann ist es ein Schlüssel, um viele anderen zu entschlüsseln. So let's go back and review the different kingdoms that the metals represented. Lasst uns also noch einmal die verschiedenen Königreiche vor unserem Auge Revue passieren lassen. The head of gold represented which kingdom? Welches Königreich hat dieser Kopf aus Gold repräsentiert?
That was Babylon. Das war Babylon. The chest and arms of silver represented what joint kingdom? Und welches Doppelkönigreich haben die Arme und die Brust aus Silber repräsentiert? Medo-Persia. Medien und Persien. Then you had the thighs of bronze. Dann hat man die Lenden aus Bronze. Was war das? Excellent, that was Greece. Das war Griechenland, genau. Then the legs of iron represented which kingdom? Dann hatten wir die Beine aus Stahl. Welches Königreich haben die repräsentiert? That, of course, was Rome. Das war natürlich Rom. Then the feet of iron and clay. Dann gab es noch die Füße aus Ton und aus Eisen. Those represented what? Was wurde dadurch repräsentiert? The divisions of the Roman Empire, Die verschiedenen or the tribes of Europe. europäischen Stämme. So what God does in this one vision Was Gott also in dieser einen Vision tut, is he identifies 14 different nations or kingdoms. ist, dass er 14 verschiedene Königreiche und Nationen aufzeigt. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Then the 10 divisions of the Roman Empire. Und dann die 10 verschiedenen europäischen Stämme. And we look back at history and we see that every one of them came and went just as God predicted that they would. Und wenn wir zurück in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass jedes einzelne dieser Königreiche genauso kam und genauso ging, wie Gott es vorhergesagt hatte. And since we've seen all of those things happen exactly as God said, Und dadurch, dass wir all das sehen und dass es genauso passiert ist, wie Gott es vorhergesagt hatte, we can expect then that the last part of that vision, that dream, is going to come to pass as well. dann können wir auch davon ausgehen, dass dieser letzte Teil der Vision auch so in Erfüllung gehen That wird. is the coming of the stone or the rock. Das ist dieses Kommen des Steines. Now, do you remember what the stone represents? Erinnert ihr euch daran, wofür der Stein stand? That was Christ's coming kingdom. Das war das Reich Jesu, das kommen würde. So that's review from what we did on our first night together. Das ist also so ein Rückblick von dem, was wir zusammen in der ersten Nacht betrachtet haben, am But ersten Abend. it's important for us to remember that because that's going to lay the groundwork for where we're going tonight. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, weil das Fundament legt für das, was wir heute Abend anschauen möchten. Last night, what we studied is also going to help us understand tonight's subject. Und was wir gestern Abend studiert haben, das wird uns auch dabei helfen, heute Abend das Thema heute Abend zu verstehen. Last night, we went to the book of Revelation, Gestern Abend haben wir uns das Buch der Offenbarung angeschaut. and we found that God identified another kingdom or nation. Und wir haben herausgefunden, dass es dann noch ein Königreich gab oder eine Nation, die Gott identifiziert. So it's not uncommon for God to identify different nations or kingdoms that have an impact on the world. Es ist also nicht so ungewöhnlich, dass Gott verschiedene Königreiche oder auch Nationen aufzeigt, die einen großen Einfluss auf die Welt haben. So let's review what we looked at last night in Revelation chapter 13, verses 1 through 4. Lasst uns also lesen, was wir gestern Abend herausgefunden haben in Offenbarung 13, die Verse 1 bis 4. We took a look at the identity of the Antichrist, and here is a biblical description of that entity. Und wir haben uns nämlich diese Darstellung des Antichristen angeschaut und hier eine sehr deutliche Aufzeichnung davon gefunden. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? So up here on the screen now we have a picture, an artist's representation of what that beast might have looked like. Hier haben wir eine künstlerische Darstellung davon, wie dieses Tier ausgesehen haben könnte. Now, how many of you have seen this animal at the zoo? Wie viele von euch haben dieses Tier schon im Zoo gesehen? Any of you? Jemand, irgendwer? I don't think any of us have. Ich glaube, keiner von uns hat dieses Tier im Zoo gesehen. It's not hard to understand that God is using a symbol here to describe something. Es ist nicht sehr schwer zu verstehen, dass Gott hier ein Symbol benutzt, um etwas zu beschreiben. But how do we understand that symbol and what it represents? Wie verstehen wir aber nun dieses Symbol und was es repräsentiert?
We have to be able to study the Bible to bring the truth out of it. Wir müssen die Möglichkeit haben, hier die Bibel zu studieren, um die Wahrheit herauszufinden. And there are two principles that we need to follow to make sure that we head down the right path as we do that. Und da gibt es zwei Prinzipien, denen wir folgen sollten, um da auf dem richtigen Weg das herauszufinden. Here are the two principles. Hier sind die zwei Prinzipien. The first principle is that the Bible must be its own interpreter. Das erste Prinzip ist, dass die Bibel sich selbst auslegen muss. And we find that in 2 Peter 1:19-21. Und das lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 19. Here's what it says. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. So as we look at some of the prophecies in the Bible, they're like the light that shines into a dark place. Wenn wir also auf einige dieser Prophezeiungen in der Bibel schauen, dann stellen sie wie ein Licht dar, das an einem dunklen Ort leuchtet. Have you ever been out at night late? Wart ihr jemals spät in der Nacht draußen And you got into your car and you started to drive home. und du bist ins Auto gestiegen und fingst an, nach Hause zu fahren? And as you were driving home, you realized it was a lot darker than you expected it to be. Und während du so nach Hause fährst, merkst du, dass es sehr viel dunkler ist, als du gedacht hattest. What do you think you might have forgotten to do? Was denkst du, was hast du vielleicht vergessen zu tun? To turn your lights on. Das Licht anzumachen. Now, I realize some of the more modern cars do that automatically for you. Also ich weiß, dass einige der neueren Autos das automatisch machen, But not all of us have those nice cars. aber nicht jeder von uns hat diese teureren Autos. We need to remember to turn them on. Wir müssen daran denken, das Licht anzumachen. But if we don't turn our lights on and we continue to drive home, what might happen? Aber wenn wir unsere Lichter nicht anmachen und wir fahren weiter nach Hause, was passiert möglicherweise? We could have an accident. Wir könnten vielleicht einen Unfall haben. It's similar in the Bible. Es ist ähnlich in der Bibel. If we don't understand some of the prophecies of the Bible, it's like going into the darkness without our lights on. Und wenn wir in der Bibel einige der Prophezeiungen nicht verstehen, dann ist es wie wenn wir an einen dunklen Ort gehen und unser Licht nicht anhaben. And if we have an accident in our lives, it's much worse than having an accident in our car. Und wenn wir einen Unfall haben, der unser ganzes Leben betrifft, dann ist das vielleicht sogar schlimmer, als einen Unfall zu haben, der im Auto stattfindet. Let's continue reading. Lasst uns weiterlesen. In Vers 20 lesen wir: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. And one more. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So we are not to come up with our own interpretation of what the Bible says, Wir sollen also nicht einfach nur eine eigene Auslegung erfinden, but we need to let the Bible interpret itself. aber wir müssen die Bibel sich selbst auslegen lassen. So that brings us to our second point. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. We must compare Scripture with Scripture. Wir müssen Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen. And that's in Isaiah 28, 9 and 10. Und das lesen wir in Jesaja 28, 9 und 10. Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So if you want to understand what the Bible teaches on a subject, here's what you have to do. Wenn du also verstehen möchtest, was die Bibel über ein bestimmtes Thema lehrt, dann solltest du das Folgende tun. You gather all of the verses on the same subject together and you read them. Man sucht sich alle Stellen zu einem Thema zusammen und liest alle. And then you have a pretty good idea of what the Bible teaches on that subject. Und dann hat man eine ziemlich profunde Idee von dem, was die Bibel über dieses Thema sagt. But what some people do, the mistake that they make is this. Aber was einige Leute machen und was tatsächlich ein Fehler ist, ist das Folgende. They just take one verse from over here and one verse from over there. Die nehmen einfach nur einen Vers von hier und irgendwo einen Vers von hier. And they put them together and they say that's what the Bible teaches. Und sie schließen sie zusammen, legen sie nebeneinander und sagen, das ist, was die Bibel lehrt. But they ignore all of the other verses that are also talking about the same subject. Aber all die anderen Verse, die auch über dasselbe Thema, von demselben Thema sprechen, werden ignoriert. And that's a foolish way to study the Bible because you get the wrong understanding. Und das ist kein sehr kluger Weg, die Bibel zu studieren, weil man eine falsche Idee davon bekommt. So what we want to do in our review of last night
is to go back again and look at the passages of Scripture that identify the Antichrist. Was wir also in unserem Rückblick von gestern machen wollen, ist, wir wollen nochmal durch diese Schritte gehen, die den Antichristen identifizieren. Because this is going to help us understand what role the United States plays. Denn das wird uns helfen zu verstehen, welche Rolle denn die Vereinigten Staaten spielen. Well, the first question is, what does a beast represent in Bible prophecy? Die erste Frage ist, wofür steht ein Tier in biblischer Prophetie? We know that this is a symbol, but a symbol of what? Wir wissen, dass es ein Symbol ist, aber von was denn? So when we were in the book of Revelation and didn't understand something, we went to another book to help us. Als wir also in dem Buch Offenbarung waren und etwas nicht verstanden haben, da sind wir zu einem anderen Buch gegangen. Do you remember what book that was? Und dieses Buch hat uns geholfen. Wisst ihr denn noch, wie dieses Buch hieß? That was the book of Daniel. Das war das Buch Daniel. So we're going to go back again to Daniel chapter 7, where we were yesterday. Wir wollen also zurück nach Daniel Kapitel 7 gehen, wo wir gestern gelesen And in haben. Daniel 7, he says that he had a vision Und in Daniel 7, da spricht es von einer Vision. and that wind blew over the seas and great beasts came up out of the seas. Dass da Sturm war und das über dem Meer und dass aus dem Meer große Tiere hervorstiegen. And what were those beasts? What did they represent? Und was haben diese Tiere diese Tiere dargestellt? Daniel answers that question for us. Daniel beantwortet diese Frage für uns. In Daniel 7, verse 23. In Daniel 7, 23 sagt er, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. So now we know what a beast represents in Bible prophecy. Jetzt wissen wir also, was ein Tier in biblischer Prophetie aufzeigt oder darstellt. Daniel says a beast in prophecy represents a nation or a kingdom. Daniel sagt hier in dieser Prophetie, dass ein Tier für ein Reich, eine Nation steht. So let's go and use our keys. Lasst uns also unsere Schlüssel benutzen. Well, what about seas? What do seas or bodies of water represent in Bible Wofür prophecy? steht also das Meer? Did anybody remember? Weiß das noch jemand? People or populated areas of the earth. Genau, es steht für Völker oder sehr besiedelte Gebiete der Erde. And what about winds? Und was ist mit dem Sturm? Does anybody remember what wind or storm represents? Sturm oder Wind, wofür das steht? Weiß das noch jemand? War and conquest, strife. Genau, es geht um Krieg und Konflikt. And again, we didn't come up with these interpretations on our own. Und wieder möchte ich betonen, dass wir das nicht einfach nur uns ausgedacht haben. Last night we went and we looked at the Bible passages that explained it to us. Gestern Abend haben wir die biblischen Abschnitte angeschaut, die es ganz genau erklären. So what were these four beasts that came up out of the sea back in Daniel's dream? Welches waren also diese vier Tiere, die aus dem Wasser herauskamen, aus dem Meer? We know that they were four kingdoms, Wir wissen, dass es sich um 4 Königreiche handelt. and they were the same four kingdoms in Nebuchadnezzar's dream from Daniel 2. Und es waren dieselben 4 Königreiche wie auch aus Nebukadnezars Traum in Daniel 2. So Daniel describes the first beast as a lion with eagle's wings. Daniel beschreibt das erste Tier als einen Löwen mit Adlerflügeln. And again, that nation was the nation of Und wieder war das die Nation Babylon again. Babylon. Babylon ruled from 605 to 539 BC. Und Babylon war von 605 bis 539 vor Christus an der Macht. Now, I mentioned last night that archaeologists have dug up the remnants of the city, and they found elements they've found artifacts that have the lion with eagle's wings on them, because that was the symbol of Babylon. Und ich habe gestern Abend schon erwähnt, dass Archäologen dann die Ausgrabungen dort geleitet haben und dass sie einige Symbole herausgefunden haben dort. Und da war auch der Löwe, der oft verwendet wurde, um dieses Königreich darzustellen. And so if you go to a variety of museums around the world, you'll see where they have reconstructed parts of the walls of Babylon based on the tiles that they found. Und wenn man in verschiedene Museen geht, dann sieht man, dass diese Artefakte wieder dargestellt oder wieder aufgebaut wurden. Und da sieht man oft diesen Löwen. So again, the lion with eagle's wings is very easily seen. Also dieser Löwe mit Adlerflügeln ist oft in Verbindung mit Babylon gesehen. The second beast that Daniel saw in his vision was a bear raised up on one side with 3 ribs in its mouth. Das zweite Tier, das Daniel gesehen hat, das war ein Bär, der auf einer Seite stand und 3 Rippen im Mund hatte. Does anybody remember what kingdom or nation that represented? Weiß jemand noch, welches Königreich der Bär repräsentiert hat?
Medo-Persia, that's Das war right. Medo-Persien, genau. That was from 539 to 331 BC. Das ging von 539 bis 331 vor Christus. Then the third beast was a leopard with 4 heads and 4 wings. Und das dritte Tier war ein Panther und der hatte 4 Flügel und 4 Köpfe. And what kingdom did that represent? Und welches Königreich wurde dadurch dargestellt? That was Greece. Das war Griechenland. Greece ruled from 331 to 168 BC. Und die haben von 331 bis 168 vor Christus regiert. And then there was an ugly looking beast, Und dann gab es da so ein, schrecklich aussehendes Tier. kind of a dragon-like beast with iron teeth and 10 horns on its head. Das sah so aus wie ein Drache ein bisschen und es hatte 10 Hörner auf dem Kopf And iron teeth. und Zähne aus Eisen. What kingdom did that represent? Welches Königreich war dadurch dargestellt? That was Rome. Das war Rom. Rome ruled from 168 BC to AD 476. Und Rom hat von 168 vor Christus bis 476 nach Christus regiert. And again, to make sure that we understand what a beast represents, Daniel tells us in Daniel 7:23, the fourth beast will be the fourth kingdom on earth. Und damit wir auch ganz sicher wissen, wofür ein Tier steht, hat uns Daniel in Daniel 7 erzählt oder gezeigt, dass das vierte Tier ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, darstellt. So just to review, the reason we've been in Daniel for the last few minutes is to help us understand what's going on in Revelation. Also nochmal rekapitulieren, warum wir in Daniel sind, ist, damit wir besser verstehen, worüber die Offenbarung spricht. So now we have the knowledge that a beast represents a kingdom or a nation. Jetzt haben wir also das Wissen, dass ein Tier eine Nation oder ein Königreich darstellt. So over in the book of Revelation, the first beast that's often described as the Antichrist represents a kingdom or a nation. Und im Buch Offenbarung ist das erste Tier, das oft auch als der Antichrist beschrieben wird, eine Nation. And we went through many identifying points last night. Und wir sind durch über viele Punkte durchgegangen, die das identifizieren. And we came to a conclusion that was the same conclusion that Martin Luther came to. Und wir kamen zu einer Schlussfolgerung, die gleiche war, zu der auch Martin Luther kam. The same one that Melanchthon came to. Oder Melanchthon. And all of the great Protestant reformers for hundreds of years came Und to. all diese großen protestantischen Reformatoren für hunderte von Jahren. They all identified the Antichrist as one system or kingdom. Und sie haben alle den Antichristen als eine Nation oder ein System verstanden. Now just to review, what kingdom was that? Um das nochmal zu wiederholen, welches Königreich war das? Do you remember? Erinnert ihr euch? That was the Vatican or the papacy. Das war der Vatikan oder das System des Papsttums. Now just to review again, Um nochmal zu wiederholen, God is not talking about people here. Gott spricht hier nicht von individuellen Menschen. He is identifying a system that is teaching things contrary to the Bible. Er identifiziert ein System, das Dinge lehrt, die der Bibel klar widersprechen. But not the people who are in the system. Es geht aber nicht um die Menschen, die in diesem System sind. How many of you know some wonderful Catholics that you're pretty sure are going to make it into the kingdom of heaven? Wie viele von euch kennen wunderbare, nette, liebe Katholiken, die sehr, sehr gläubig sind und mit Sicherheit im Himmel sein werden? I know of quite a few. Ich kenne einige. I expect you probably do too. Und ich denke, auch ihr. So he's not talking about them, he's talking about the system. Also es geht hier nicht um diese Menschen, es geht um das System. So God identifies that system as the first beast of Revelation chapter 13. Gott sagt also, dieses System ist das erste Tier aus Offenbarung 13. But now what we want to do is draw our attention to the second beast of Revelation 13. Was wir aber jetzt tun möchten, ist das zweite Tier in Offenbarung 13 anzuschauen. Because God gives a number of identifying characteristics of the first beast. Denn Gott gibt uns eine bestimmte Menge an Merkmalen des ersten Tieres. And then he spends some time giving characteristics of the second beast. Und dann zeigt er uns auch einige Merkmale des zweiten Tieres. So we're going to look at verses 11 and 12 in Revelation 13. Wir wollen uns also die Verse 11 und 12 in Offenbarung 13 anschauen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache.
Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. So let's look at a few characteristics that God describes of this second beast in Revelation chapter 13. Lasst uns also einige der Merkmale anschauen, die Gott hier beschreibt, über dieses zweite Tier aus Offenbarung 13. So first of all, it's a beast, an animal, so that should tell us something. Also erstens handelt es sich um ein Tier. Das sollte uns etwas zeigen. We know now that a beast represents a what? Wir wissen jetzt, dass ein Tier wofür steht? A nation or a kingdom. Für eine Nation oder ein Königreich. So we know we're looking for some nation. Wir wissen also, dass wir nach einer Nation schauen. Well, what is the nation like? Was ist eine Nation? Well, it comes up out of the earth. Also es kommt aus der Erde. We know that seas in Bible prophecy represent populated areas of the earth. Wir haben schon gelernt, dass das Meer sehr dicht besiedelte Gebiete darstellt oder zeigt. So the earth would have to be a sparsely populated area. Die Erde ist also das Gegenteil, irgendwo, wo wenig Leben ist. Because if this beast was coming up out of a populated area, this nation was coming up out of a populated area of the earth. Wenn also das erste Tier aus einer sehr gut bewohnten Gegend kam, Second tier. Second Tier, Second tier. wenn Zweite Nation. Sorry, can you just start over? The second beast is coming up out of the earth. Das zweite Tier kommt aus der Erde, Which is different than the first beast. was anders ist als das erste The Tier. first one came up out of the sea. Weil das erste Tier kam aus dem Meer. That would be the populated area. Und das ist eine sehr gut besiedelte Gegend. The second beast is coming up out of the earth, so it couldn't be a populated area. Das zweite Tier kommt aber aus der Erde. Das heißt, es ist ein Gebiet, das nicht so dicht besiedelt ist oder wenig besiedelt ist. So that's a great clue. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. This nation, whatever nation it is, Denn diese Nation, welche auch immer es ist, couldn't come up in some place like Europe, die kann nicht wirklich aus einem Ort wie Europa kommen. because Europe has been heavily populated for a long, long time. Denn Europa war für lange, lange Zeit schon sehr, sehr dicht besiedelt. And it couldn't be coming up in some place like China, Und es kann auch nicht aus einem Ort wie China kommen. because China has had an incredible population for a long, long time. Denn auch China war sehr, sehr dicht besiedelt für lange Zeit. So it would have to come up in some place that doesn't have a big population. Es sollte also aus einem Ort kommen, der keine dichte Besiedlung hat. So that's our first clue. Das ist unser erster Hinweis. Our second clue Unser zweiter Hinweis: is that the Bible describes this nation as being lamb-like. Die Bibel beschreibt diese Nation als einem Lamm gleich. Well, what is a lamb like? Wie ist ein Lamm? Is a lamb a mature animal or a baby animal? Ist ein Lamm ein sehr erfahrenes Tier oder ist es ein junges Tier? It's clearly a young animal. Es ist ein junges Tier. So we would then have to be looking for what? An old nation or a very young nation? Sollen wir also nach einer alten, schon lang existierenden Nation suchen oder nach einer eher neueren, jüngeren Nation? It would have to be a young nation. Es müsste sich um eine junge Nation handeln. Now let's come back for just a moment and talk about China once again. Lasst uns jetzt zum Beispiel nochmal über China reden. When you think about China, is China a young nation or is China a very old nation? Wenn man an China denkt, handelt es sich um eine junge oder eine schon sehr lang existierende Nation? China is one of the oldest nations on the face of the earth. China ist eine der ältesten Nationen der Welt. But we would have to be looking for a relatively young nation compared to many of the other nations on the face of the earth. Das heißt, wir müssten nach einer relativ jungen Nation schauen, wenn man sie mit anderen Nationen, die schon existieren, vergleichen. Another key to help us understand Ein anderer Schlüssel, damit wir das verstehen, is think about a lamb in Bible prophecy for a moment. denkt an ein Lamm in biblischer Prophetie für einen Moment. Who does a lamb often represent in Bible prophecy? Wen repräsentiert ein Lamm sehr oft in der Bibel? Often represents Jesus. Es repräsentiert Jesus sehr oft. So we could expect that this nation, whichever nation it is, Wir können also davon ausgehen, dass diese Nation, welche auch immer es ist, would have to be viewed by much of the world as a Christian nation. müsste von vielen Teilen der Welt als eine christliche Nation gesehen werden. Does that point fit China very well? Passt das so gut nach China?
Absolutely not. Nicht wirklich. But this nation, whatever it is, would be viewed by much of the world as Christian. Aber diese Nation würde bei vielen Leuten als christlich wahrgenommen werden. Another point of identification Ein anderer Hinweis der Identifikation is that the beast that we looked at before had 10 horns and crowns on its horns. das ist, dass das Tier, das wir angeschaut haben, hatte 10 Hörner und Kronen auf seinem Kopf. But this animal, this beast, has 2 horns with no crowns. Aber dieses Tier hier hat 2 Hörner und keine Krone. Now, when you think about crowns, what type of government do you often think of? Wenn du jetzt an Kronen oder wenn man an Kronen denkt, welche Art von Regierung kommt einem in den Sinn? That's typically a monarchy. Das ist normalerweise eine Monarchie. But this nation, whatever it is, that has 2 horns with no crowns, couldn't be a monarchy. Aber diese Nation, die 2 Hörner, aber keine Krone hat, kann keine Monarchie sein. It would have to be some other type of nation, some other type of government. Es müsste sich um eine andere Art von Nation oder Regierung handeln. Maybe a democracy or a republic or something like that. Eine Republik oder eine Demokratie. So let's put down another characteristic that this is not a monarchy. Das heißt, ein anderes Merkmal ist, dass es sich um keine Monarchie handelt. Let's add now a 4th identifying point. Lasst uns einen 4. Charakteristikpunkt. The Bible says that this nation enforces or causes the whole world to receive the mark of the beast. Die Bibel sagt, dass diese Nation die ganze Welt dazu zwingen wird, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. So what kind of a position in the world would this nation have to hold? Welche Position, welche Machtstellung sollte also diese Nation haben? Would this nation be some small backwoods nation that nobody's ever heard of? Handelt es sich um so eine kleine Nation, die irgendwo im Dschungel existiert? Or would this nation have to be a very powerful, well-known and influential nation? Oder handelt es sich um eine Nation, die sehr einflussreich ist, sehr viel Macht hat? It would have to be a powerful nation. Es ist eine Nation, die viel Macht hat. So let's add this 4th point then. Lasst uns also diesen 4. Punkt It would hinzufügen. assume a position of worldwide power and influence. Sie würde eine Position weltweiter Macht und Einflussnahme einnehmen. The things that happen in that nation would impact what happens in the rest of the world. Was in dieser Nation passiert, hat einen Einfluss auf den Rest der Welt. Now, there's only one nation on earth that I can think of that fits all of these characteristics. Es gibt nur eine Nation in der Welt, an die ich denken kann, die alle diese Merkmale erfüllt. And that's the US. Und das sind die Vereinigten Staaten. But that should give us cause to be concerned. Und das sollte uns Grund zur Sorge geben. Because the Bible seems to indicate that what this nation does is not going to be very good. Denn die Bibel zeigt uns, dass das, was diese Nation tut, nicht besonders gut ist. It's going to exercise its power in a way that does great damage. Die Nation wird ihre Macht auf eine Art und Weise missbrauchen, die großen Schaden anrichtet. Now, much of the world recognizes the power and influence that the US has in the rest of the world. Jetzt erkennen natürlich viele Leute die Position und die Macht, die die USA heutzutage haben. Here's a quote from the Sydney Morning Herald in Australia. Hier ist ein Zitat vom Sydney Morning Herald in Australien. Amerikaner sollten die Wahrheit zugeben und sich ihrer Verantwortung als unumstrittene Führungsmacht der Welt annehmen. Keine andere Nation seit dem Römischen Reich war kulturell, ökonomisch, technologisch und militärisch so dominant wie die USA. Now, it's true that today the economy of the US is not what it once was. Also es ist wahr, dass heutzutage die Wirtschaft der USA nicht mehr das ist, was sie einmal war. But is it still having a big impact on the rest of the world's economies? Aber hat sie dennoch einen großen Einfluss auf die Wirtschaft der anderen Länder? The answer, of course, is yes, it is having an impact. Die Antwort ist natürlich ja, einen sehr großen Einfluss. How about militarily? Wie steht es um das Militär? Do we still see the US military based all around the world? Sehen wir immer noch nicht, wie überall das US-Militär auf der Welt stationiert ist? And how about culturally? Und wie steht es kulturell? Is the culture of the US having an impact on the rest of the Hat world? die Kultur der USA nicht einen großen Einfluss auf den Rest der Welt? It seems like God may be talking about the US here. Es scheint so, als ob Gott hier von den Vereinigten Staaten spricht. But if he is, we need to be worried. Aber wenn er das tut,
dann sollten wir uns Sorgen machen. Because let's go back to verse 11 again. Denn schauen wir uns nochmal Vers 11 an. It says, Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. so this nation has 2 horns like a lamb. Diese Nation hat also 2 Hörner gleich einem Lamm. In other words, it's a lamb-like nation perceived by much of the world as Christian. Es ist also eine Nation, die gleich einem Lamm ist, aber vom Rest der Welt als christlich wahrgenommen wird, It would have Christian roots. hat christliche Wurzeln. But then the Bible says that it would begin to speak as a what? Aber dann sagt die Bibel, die Nation würde anfangen, wie ein was zu reden? Like a Wie dragon. ein Drache. Now, in the Bible, who does the dragon often represent in Bible prophecy? Jetzt, wen stellt der Drache oft in der Bibel dar? That's the devil. Das ist der Teufel. So we would see a change in character in this nation. Wir würden also, oder man sieht also eine Veränderung im Charakter dieser Nation. It would start off having Christian roots, Also es beginnt mit christlichen Wurzeln, but then the culture would change aber dann würde sich die Kultur verändern and it would begin to abandon its Christian roots und die christlichen Wurzeln lässt die Nation hinter sich and begin to follow the teachings of the dragon. und fängt an, den Lehren des Teufels, des Drachen, zu folgen. Now, the Bible says this nation speaks like a dragon. Die Bibel sagt hier, diese Nation spricht wie ein Drache. How does a nation speak? Wie spricht eine Nation? A nation speaks by passing laws. Eine Nation spricht dadurch, Gesetze zu verabschieden. So, in other words, this nation, whatever it is, Also in anderen Worten, diese Nation would begin to pass laws that were decidedly non-biblical, non-Christian. wird anfangen, Gesetze zu verabschieden, die nicht christlich und nicht biblisch sind. Now, as you look at U.S. politics today, Wenn man sich heute die Politik in den Vereinigten Staaten anschaut, let me ask you a question. dann lasst mich euch mal fragen, How many of you would agree with me that the laws that we see being passed in the U.S. today wie viele von euch würden mir zustimmen, dass die Gesetze, die wir heute sehen, die verabschiedet werden, are far from Christian? sehr weit weg vom Christentum sind? Would you agree with me on that? Würdet ihr da zustimmen? I think most of us realize that that's the case. Ich denke, die meisten von uns nehmen das wahr, dass das der Fall ist. But what does the future then hold? Aber was bringt uns dann die Zukunft? Where is all of this heading? Wohin geht all das? So it says here that this lamb-like nation begins to speak or pass laws like a dragon. Wir sehen halt so, dass diese, lammesähnliche Nation anfängt, wie ein Drache zu reden oder Gesetze zu verabschieden. What will the end result of those laws be? Was wird das Endresultat dieser Gesetze sein? We would have to understand this, 2 things. Wir müssen 2 Dinge verstehen. This nation, again, whatever it is, if it happens to be the U.S., Diese Nation hier, wenn es die USA ist oder was auch immer es ist, it would pass laws, number 1, restricting religious freedom, wird Gesetze verabschieden. Erstens, die Einschränkung religiöser Freiheit mit sich bringen. and second, enforcing religious observances, Und zweitens, die Durchsetzung auch religiöser Überwachung einführen. making people worship a particular way. Und dadurch sollen Leute auf eine bestimmte Art und Weise anbeten. How do we know that? Woher wissen wir das? Revelation 13:12 says, Wir sehen das in Offenbarung 13, Vers 12. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. let's look also at verses 15 and 16. Lasst uns auch die Verse 15 und 16 lesen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. So this nation is going to enforce something called the mark of the beast. Diese Nation wird also etwas durchsetzen und das heißt das Mahlzeichen des Tieres. It's going to have something to do with legislated worship. Es wird etwas mit in Gesetzen verankerter Anbetung zu tun haben. Making people worship a certain way by force.
Und dieses Gesetz wird Leute dazu zwingen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise anbeten. And if they don't worship the way that they're told, Und wenn sie nicht auf diese Art und Weise anbeten, then there would have to be some significant military force behind this nation to enforce the religious commands. dann wird da eine bestimmte ein militärischer Druck hinter dieser Nation stehen, der sich darum kümmert, dass es getan wird. Now keep in mind the two big players in Revelation 13. Lasst uns also in Erinnerung oder im Hinterkopf behalten, die zwei großen Streitkräfte in Offenbarung 13. The first big player, the first beast in Revelation 13, Das erste Tier in Offenbarung 14 was identified very clearly as the Vatican or the papacy. stellt sehr, sehr deutlich den Vatikan oder das Papsttum dar. The second beast of Revelation chapter 13 Das zweite Tier in Offenbarung 13 arises in a sparsely populated area. kommt in einem sehr dünn besiedelten Gebiet auf. Of course, the United States came up in a relatively sparsely populated area, the country. Und wir sehen, dass auch die USA in einem sehr dünn besiedelten Gebiet aufkam. It's a young nation, Es handelt sich um eine junge Nation. and as far as nations around the world go, the U.S. is pretty young compared. Und wenn wir die USA mit anderen Nationen um die Welt herum vergleichen, dann ist sie sehr jung. It couldn't be a monarchy, Es kann keine Monarchie sein. so it would have to be either a democracy or a republic. Es müsste also sich um eine Demokratie oder eine Republik handeln. And of course, the United States is a republic. Und die USA sind natürlich eine Republik. And number 4, it would assume a position of worldwide power and influence. Und viertens würde sie eine Position weltweiter Macht und Einflussnahme einnehmen. And most people recognize that militarily the U.S. is pretty significant. Und die meisten Leute sehen, dass im militärischen Aspekt die USA sehr, sehr mächtig sind. And the U.S. is certainly influential in many areas of society. Aber sie haben auch in vielen Gebieten, wenn es um die Gesellschaft geht, großen Einfluss. So it seems pretty clear that the beast here that God is identifying, the nation that God is identifying, looks like it's the United States. Es scheint also wirklich so, dass dieses Tier hier, von dem Gott spricht, die USA sind. But that's bad news for the U.S. Aber das sind schlechte Neuigkeiten für die USA. because God has one of the sternest warnings that he gives in all of the Bible about worshiping the beast. Denn Gott hat eine der ernstesten Warnungen, die es in der ganzen Bibel gibt, und die dreht sich darum, nicht das Tier anzubeten, About following the nation, dieser Nation nicht zu folgen about receiving the mark of the beast. und dieses Mahlzeichen des Tieres nicht zu empfangen. That warning is found in Revelation chapter 14, the very next chapter, Und diese Warnung finden wir in Offenbarung 14 im nächsten Kapitel. verses 6 through 10. Da gibt es nämlich die Verse 6 bis 10. Listen to this warning. Hört euch diese Warnung an. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Wein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. So the first angel, these are messengers that God sends all around the world to prepare us for what's coming very shortly. The first angel says, worship the Creator. Also in diesen Engeln sehen wir Boten, ja, und diese Boten sollen eine Botschaft an die ganze Welt geben. Und der erste Engel Says to worship the Creator. sagt, wir sollen den Schöpfer anbeten. The second angel says that Babylon is fallen. We'll talk about that a little bit later. Und der zweite Engel spricht davon, dass Babylon gefallen ist. Davon wollen wir auch noch sprechen. But now listen to the third angel's message. This is the big warning. Aber jetzt schaut euch mal die dritte Botschaft des Engels an, oder die Botschaft des dritten Engels an. Das ist die große Warnung. Und ein dritter Engel folgte ihm, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und sein Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
So God says if we worship the beast, Gott sagt also, wenn wir das Tier anbeten, if we worship the dragon, wenn wir den Drachen anbeten, then he says we're going to drink the wine of the wrath of God. dann sagt er, werden wir den Glutwein des Zornes Gottes trinken. That's not a pleasant experience. Das ist keine schöne Erfahrung. And then it says that we're going to be that fire and brimstone are going to be poured out. Und dann spricht es davon, dass man mit Feuer und Schwefel gepeinigt wird. That's a picture of hellfire. Das ist ein Bild für die Hölle. So God says this is what's going to happen to the people who end up worshiping the beast and receiving the mark of the beast. Gott sagt also, das ist das, was mit den Leuten passieren wird, die das Tier anbeten und sein Mahlzeichen annehmen. Very soon we'll identify what that mark exactly is. Und bald, sehr bald wollen wir auch herausfinden, worum es sich bei diesem Mahlzeichen handelt. But the second beast of Revelation 13, the United States, is going to force it upon people. Aber dieses zweite Tier aus der Offenbarung 13, die Vereinigten Staaten, wird diese Anbetung erzwingen. But the most important point to understand of this entire three angels message is this. Aber der wichtigste Punkt an dieser ganzen 3-Engelsbotschaft ist der folgende. The whole issue revolves around worship. Das ganze Thema dreht sich um Anbetung. The first angel says to worship the Creator. Der erste Engel sagt, man soll den Schöpfer anbeten. The third angel says don't worship the beast. Der dritte Engel sagt, bete nicht das Tier an. In the end, everybody's going to be worshiping somebody. Also schlussendlich würde jeder irgendjemand anbeten. It will either be the Creator Entweder den Schöpfer or it will be the beast. oder das Tier. The question is, who are we going to worship? Die Frage ist, wen werden wir anbeten? Hopefully, we would choose to worship Jesus, Ich hoffe, dass wir Jesus anbeten. because that's the only place that we find safety. Denn das ist der einzige Ort, an dem wir wahre Sicherheit finden. And yet the Bible seems to indicate that the vast majority of people are going to go the other direction. Aber jetzt zeigt doch die Bibel Hinweise, dass ein Großteil der Menschen in die andere Richtung gehen werden. Because many people are not studying the Bible for themselves, Denn viele Leute studieren die Bibel dann doch nicht für sich selbst. or they're listening to what somebody else has to say. Oder sie folgen einfach dem nach, was andere Leute so erzählen. My hope and prayer is that when you leave here each evening, Ich hoffe sehr, dass wenn ihr heute Abend geht, that you go home and you open your own Bible, dass ihr nach Hause geht und eure eigene Bibel öffnet and that you study it for yourself, und sie selbst studiert, so that you can be certain that what you are studying and what you're learning is true. sodass ihr selbst sicher sein könnt, was ihr wisst und dass das auch wahr ist. So who will we worship? Wen werden wir also anbeten? Will it end up being Jesus Christ? Wird es schlussendlich Jesus Christus sein? That's the Creator? Das ist der Schöpfer? Or will it be Antichrist? Oder wird es der Antichrist sein? That would be the Vatican or the papacy. Den Vatikan oder Papsttum? Each of us has to choose. Jeder von uns muss wählen. I don't know about you, Ich weiß nicht, wie es um euch steht, but I'd rather trust my future to Jesus. aber ich würde meine Zukunft lieber Jesus geben. How many of you think that might be a good idea? Wer von euch denkt, dass das eine gute Idee wäre? I think so too. Ich denke das auch. Let's pray this evening. Lasst uns gemeinsam beten. Father, tonight we're grateful once again to have your word. Vater, heute Nacht sind wir wieder einmal dankbar, dein Wort zu haben. And sometimes as we study your word, we come across things that make us feel a little bit uncomfortable. Und manchmal, wenn wir dein Wort studieren, dann gibt es da Dinge, die uns vielleicht nicht so schön erscheinen. And as we look at the future of the United States, it should make us feel uncomfortable. Und wenn wir die Zukunft der Vereinigten Staaten betrachten, dann sollte das uns auch Sorgen bereiten. A nation that is that powerful that begins to wield its power in a negative way. Eine Nation, die so viel Macht hat und diese Macht anfängt in einer schlechten Art und Weise zu missbrauchen. And we look back at the last few decades and we see how the United States and the Vatican have worked more closely together than they have in the past. Und wenn wir die letzten Jahrzehnte zurückschauen, dann sehen wir, wie viel enger die Vereinigten Staaten mit dem Vatikan zusammengearbeitet haben. And now we can expect to see that continue and even strengthen in the future. Und jetzt sehen wir, dass wir auch davon ausgehen können, dass das in der Zukunft noch mehr zunimmt.
Help us to make decisions to follow Jesus regardless of what the rest of the world may be doing. Hilf uns, diese Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen, egal was der Rest der Welt tut. And help us to be ready for Jesus' soon return. Und hilf uns, für die baldige Wiederkunft Jesu bereit zu sein. And we ask this in Jesus' name. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.